Ihr kommt in eine Kontrolle und die Polizei will wissen, wie ihr heißt. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr hier euch einen falschen Namen sagen dürft? Oder ihr bekommt Post von der Polizei und da drin steht, dass ihr euch zu einem Unfall äußern sollt. Dürft ihr hier jetzt lügen und eine Geschichte erfinden? Ob und wann ihr die Polizei anlügen dürft, das erfahrt ihr jetzt. Mein Name ist Annika Danner und ich bin Clubjuristin des ADAC. Und bestimmt fast jeder von euch hatte schon mal Kontakt mit der Polizei. Sei es im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle oder nach einem Unfall oder zum Beispiel in einem Bußgeldverfahren. Und all diesen Begegnungen in der Polizei ist eigentlich immer gleich, dass sie damit anfangen, dass die Polizei wissen will, wie ihr heißt, wo ihr wohnt und vielleicht noch, wann ihr geboren seid. Und da starten wir direkt mit der ersten Frage. Dürft ihr hier einen falschen Namen sagen? Die Antwort dazu steht in § 111 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Und darin ist geregelt, dass es bis zu 1.000 € Geldbuße kosten kann, wenn man über seinen Vor- und Nachnamen zum Beispiel eine falsche Angabe macht oder auch die Angabe verweigert. Daher, wenn die Polizei wissen will, wer ihr seid, dann solltet ihr sie hier nicht anlügen. Wenn ihr euch jetzt eigentlich fragt, ob ihr immer euren Perso dabei haben müsst oder was ihr eigentlich im Auto mit euch führen müsst, dann schaut euch gerne dieses Video hierzu an. Werdet ihr von der Polizei als Zeuge vernommen oder werdet ihr angeschrieben von der Polizei als Zeuge, weil ihr zum Beispiel einen Unfall beobachtet habt oder das Fahrzeug auf euch läuft und ihr sagen sollt, wer zum Tatzeitpunkt gefahren ist, dann könnt ihr die Aussage in 2 Fällen verweigern. Einmal ist das der Fall, wenn ihr euch selbst belasten würdet. Das heißt, ihr seid zum Beispiel selbst über die rote Ampel gefahren und seid die Person auf dem Foto. Dann habt ihr ein sogenanntes Auskunftsverweigerungsrecht. Und der zweite Fall ist, dass ihr ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht habt. Und das habt ihr dann, wenn nahe Angehörige betroffen sind. Das heißt, wenn zum Beispiel euer Bruder oder Vater das Fahrzeug gefahren ist und er die Person auf dem Blitzerfoto ist. Habt ihr jetzt aber weder ein Auskunftsverweigerungsrecht noch ein Zeugnisverweigerungsrecht, dann müsst ihr aussagen und solltet natürlich auch die Wahrheit sagen. Es ist zwar so, dass ihr euch jetzt nicht strafbar macht, wenn ihr die Polizei anlügt, weil eine Falschaussage gemäß § 153 des Strafgesetzbuches ist nur dann strafbar, wenn ihr zum Beispiel vor der Staatsanwaltschaft oder vom Richter vernommen werdet. Aber Ärger kann es bei absichtlichen Falschaussagen geben, und zwar in folgenden Fällen. Die Polizei ermittelt zum Beispiel gegen den Fahrer eures Fahrzeugs wegen der Straftat, also weil zum Beispiel eine Unfallflucht im Raum steht, und die Polizei will von euch als Halter des Fahrzeugs wissen, wer euer Fahrzeug gefahren hat. Wenn ihr wisst, wer gefahren ist und hier absichtlich lügt, um damit den anderen vor einer Bestrafung zu schützen, dann kann das eine sogenannte Strafvereitelung gemäß § 258 des Strafgesetzbuches sein. Und das kann mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft werden. Und wenn ihr genau wisst, wer die Person ist, die euer Auto gefahren hat, und hier absichtlich eine falsche Person angegeben wird, dann könnt ihr euch auch wegen falscher Verdächtigung gemäß § 164 des Strafgesetzbuches strafbar machen, wenn dadurch ein Verfahren gegen diese andere Person eingeleitet wird. Das heißt, wenn ihr als Zeuge aussagen müsst, dann bleibt besser bei der Wahrheit, damit gegen euch nicht ein Strafverfahren eingeleitet wird, weil ihr gelogen habt. Wenn ihr jetzt Betroffener in einem Bußgeldverfahren oder Beschuldigter in einem Strafverfahren seid, also sich das Verfahren gegen euch als Täter richtet, dann müsst ihr euch erstmal gar nicht zum Vorwurf äußern. Wollt ihr euch aber unbedingt dazu äußern, dann gilt für euch keine Wahrheitspflicht. Das heißt, ihr dürft hier sogar die Polizei anlügen und bleibt damit sogar straffrei. Aufpassen müsst ihr hier aber auch immer dann, wenn ihr andere Personen mit reinzieht. Also beschuldigt ihr zum Beispiel jemand anderen, dass er die Straftat gemacht haben soll, dann könnt ihr hier auch, wie der Zeuge, euch wegen einer falschen Verdächtigung strafbar machen. Und das kann hier auch eine Geldstrafe geben oder sogar die Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Also, euer Recht zu lügen endet immer da, wo ihr andere Personen bewusst falsch verdächtigt oder ihr unnötig falsche Ermittlungen auslöst. Und schließlich gibt es ja auch das bekannte Sprichwort: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Also überlegt euch gut, ob euch eine Lüge im Ergebnis überhaupt was bringt. Tatsächlich darf die Polizei aber auch nicht alles in einer Polizeikontrolle. Wenn ihr hierzu mehr wissen wollt, schaut euch gern dieses Video an. Bis zum nächsten Mal.